Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, es ist heute der 20.09., der Weltkindertag sozusagen. Bei uns ist heute ein Feiertag, das heißt, arbeiten geht hier keiner sozusagen. Und ich habe gute Nachrichten für euch am Start, und zwar geht Quake Core an den Start, das heißt, beziehungsweise es werden jetzt die neuen Geräte im Presale verkauft. Das gucken wir uns gleich an. Vorher möchte ich mit euch nochmal ganz kurz besprechen, was Quake Core eigentlich ist, was dahinter steckt, wie das Ganze funktioniert, etc. etc. Ja, die offizielle Seite von Quake Core ist quakecore.com. Das heißt, ich packe euch auch nochmal den Link in die Beschreibung rein, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ihr seht ja, auf der Seite ist quasi alles beschrieben. Das ist also quasi die Zukunft der dezentralen Erdbeben Detection, also quasi Messung, also ein Netzwerk Deepin, deswegen dezentral überall. Jeder kann sozusagen mitmachen mit so einem kleinen Device, und es ist eine richtig gute Geschichte, meines Erachtens nach. Ja, es hat halt eben Life-Saving Potential, also ihr seht hier Lebensrettungspotenzial, gerade wenn es in diese Geschichte geht, Erdbeben Frühwarnung beziehungsweise ein Frühwarnsystem. Das ist auch das, was halt eben dahinter steht. Es gibt viele Institutionen, die auch solche seismografischen Daten benötigen. Das heißt, der Use Case ist auf jeden Fall da, und der Use Case ist auch definitiv, Leben zu retten mit diesem Projekt, beziehungsweise Prognosen durchführen zu können, Frühwarnsystem etc. Ja, wie gesagt, lest es euch auch bitte nochmal in Ruhe durch. Ja, ich denke, dass das für den einen oder anderen relativ interessant sein wird. Von daher lest es euch nochmal in Ruhe durch. Hier ist die Seite, wie gesagt, Link packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Na, hier wird das Ganze nochmal quasi dargestellt, wie das Ganze funktioniert, also quasi mit diesem Sensor. Das heißt, der wird dann auch dementsprechend mit einer Smartphone-App gekoppelt. Der würde auch, ich sag's mal so, wenn wirklich zu einer Erdbebensituation bei uns kommen würde, was sehr unwahrscheinlich ist, aber was passieren kann, auch warnen natürlich. Und das ist halt eben wichtig. Ihr seht hier nochmal die Key Features, also quasi die Kernfunktionen, was das System alles kann. Das heißt, ihr seht zum Beispiel hier Realtime-Seismographie, das heißt, in Echtzeit werden Seismographen ausgewertet bzw. verarbeitet. Dann habt ihr das Early Warning System. Das ist quasi das Frühwarnsystem. Ja, dann habt ihr hier die High Sensitivity, das heißt, also hochsensibel sind die Sensoren. Ja, Data Processing, das heißt dezentralisiert, wie es im Deepin-Bereich so ist. Ja, und ihr seht hier auch nochmal eine Integration, dann Token-Based, Token gucken wir uns auch gleich nochmal an, User-Friendly und so weiter und so fort. Hier werden auch nochmal die Use Cases genau aufgelistet sozusagen. Wir machen einfach mal einen Rechtsklick auf Deutsch. Ist vielleicht für den einen oder anderen besser. Genau, also die Use Cases, Anwendungsfälle sind zum Beispiel die öffentliche Sicherheit, Notfallmanagement. Das heißt, die Daten aus dem Quake Core Netzwerk können halt eben für Notfallmanagement genutzt werden. Ja, das heißt auch eine Frühwarnung in zum Beispiel intensiven Gebieten etc. Schutz der Infrastruktur, hier haben wir nochmal direkt das Frühwarnsystem. Forschung und wissenschaftlichen Studien. Ich denke, dass die eine oder andere Uni auch interessiert, also beziehungsweise interessiert an den Daten ist. Wie seismografisch ist es zum Beispiel in Brandenburg, nenne ich jetzt mal, oder sage ich jetzt mal. Shoutout an alle, die aus Brandenburg kommen. Ja, wie gesagt, lest es euch einfach mal in Ruhe durch. Wir gucken uns jetzt mal das Quake Core Gerät an. Ihr seht das hier, es gibt 3 unterschiedliche Variationen. Das heißt, es gibt den Starter in 2 unterschiedlichen Farben. Es gibt den Quake Pro. Ich denke, der Quake Starter wird halt eben für alle interessant sein. Und ihr seht hier nochmal die Key Features. Mal gucken, ob wir auch das hier nochmal uns ins Deutsche übersetzen können. Genau, Präzisionsmessung von Erschütterung, Vibration, Echtzeitüberwachung, seismische Aktivitäten. Alarm- und Benachrichtigungsfunktion, das heißt, ähnlich wie im Rauchmelder piept das Ding dann los, wenn Action bei euch in der Nähe ist. LoRaWAN, das bedeutet, die Konnektivität wird höchstwahrscheinlich über ein Helium-Netzwerk stattfinden. Automatische Ereignismeldungen, Integration mit Smart Home System, das heißt, mit Google Home kann das Ganze auch eingebunden werden. Und eine Konfigurationsmöglichkeit per App gibt es natürlich auch. Ja, was soll es kosten, zeige ich euch hier aktuell im Presale für 149 Euro. Ihr seht es hier, so, das kostet das Teil momentan. Ihr seht hier, ihr könnt das mit Karte bezahlen, ihr könnt auch mit Klarna bezahlen. Das heißt, die gängigsten Zahlungsmethoden sind hier mit integriert.
und also versendet wird Anfang nächsten Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt Q1 2025 wird das Ganze verschickt. Falls ihr Fragen zu Quakecore haben sollte, es gibt einen Discord-Kanal, der ist sehr aktiv. Hier in den Discord-Kanal von Quakecore könnt ihr natürlich eure Fragen stellen. Ja, das heißt, scheut euch nicht, geht rein, stellt eure Fragen, ihr bekommt da definitiv eine Antwort. Ja, wie gesagt, 149 € kostet der ganze Spaß, sage ich jetzt mal, und ich sage es mal so, beziehungsweise offen und ehrlich von mir, es ist eine Investition, die sich letztendlich lohnt. Letztendlich tragt ihr damit bei, auch andere zu helfen, das heißt das Netzwerk zu unterstützen, ein Frühwarnsystem aufzubauen, das Erdbeben angeht. Ihr habt es gesehen, vielleicht in der Türkei, wie viele Leute da bei einem Erdbeben gestorben sind. Und mit so einem Frühwarnsystem könnt ihr da definitiv helfen. Ja, dann gucken wir uns mal die Tokenomics sozusagen an, das heißt, wie sich das Ganze verhält. Das heißt, es wird den Quake-Token geben auf der Solana-Blockchain. Das heißt, der Launch wird halt eben auch noch stattfinden. Ihr seht, ich glaube hier, die ICO-Date September 15 war schon. Ich denke, der Token ist noch nicht wirklich aktiv. Ihr seht hier nochmal die Tokenomics, das heißt, es wird was in Airdrop reingepumpt, es gibt was für die Partnerships, Staking, Liquidity, Ökosystem, ICO seht ihr hier nochmal mit 2,3% und 34,7% wird halt eben in die Rewards reingesteckt und 5,8% fürs Team ist ganz normale Werte, sage ich jetzt mal. Hier wird auch nochmal erklärt, wie es das Ganze zusammensetzt, das heißt Tokenname, Tokensymbol, Total Supply, das heißt, was es nicht alles gibt, ja, findet ihr auch nochmal hier, auch auf der Quakecore Website. Guckt es euch einfach mal an. Was ich euch noch erklären möchte jetzt in diesem Video, das sind die Rewards, die ihr letztendlich dafür bekommt. Und wir haben das Thema schon mal hoch und runter diskutiert. Ich gucke nochmal, ob ich das auch noch für euch übersetzen kann. Es gibt halt eben ein Quakecore Layered Token Belohnungsmodell. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ebenen. Ihr seht hier zum Beispiel Ebene 1, Besitzer von Quakecore IoT Geräten, Belohnungsmechanismus, ja, und so weiter und so fort. Und ihr seht auch hier steht es auch ganz klar drin, belohnt basierend auf der Nähe. Je näher ein Gerät an kritischen Verwerfungslinien oder Erdbeben so mit hohem Risiko ist, desto höher sind die Belohnungen. Das heißt im Grundprinzip auch umgedreht und ich möchte es euch auch sagen, das heißt, wenn ihr in einem Gebiet wohnt, was nicht so erdbebenaktiv ist, was fast überall in Deutschland so ist, dann sind die Rewards natürlich deutlich weniger. Also wir reden jetzt hier, nagelt mich bitte nicht drauf fest, von dem Return on Invest von 1,5 Jahren bei den 149 €. In Euro umgerechnet sind das 7 bis 8 € pro Monat, was bei rumkommt, wenn ihr in so einem Gebiet wohnt, wo wenig Erdbebenaktivität ist. Nichtsdestotrotz geht es hier mir in diesem Projekt nicht um das Geld, nicht um die Rewards, was ihr letztendlich damit verdient, sondern mir geht es halt eben auch darum, dass halt eben so viele wie möglich mitmachen, weil es ist halt eben ein lebensrettendes Team, und das dürft ihr nicht vergessen. Hier steht wirklich das Leben retten im Vordergrund, beziehungsweise auch das Frühwarnsystem und nicht was man effektiv hier an Token machen kann. Ja, das sollte euch stets bewusst sein. Und ich denke, 149 € ist eine Investition und ihr habt halt eben dann auch immer auch einen Cashflow hier, der zwar relativ gering ist halt eben so, wenn ihr in keinem Erdbebengebiet wohnt. Aber wie gesagt, das Projekt ist halt eben nicht da, um mit irgendwelchen IoT-Kram reich zu werden. Das funktioniert natürlich nicht. Das solltet ihr auch dementsprechend wissen. Ja, wir gucken uns mal nochmal ganz kurz die Erdbebenlage in Deutschland an. Das heißt, ihr seht hier quasi mal eine Map und ihr seht halt eben, dass einige Gebiete sehr aktiv sind und einige Gebiete gar nicht. Also hier oben im Norden scheint nicht wirklich viel zu passieren. Es konzentriert sich eher so auf Mitteldeutschland, sage ich jetzt mal, also hier zum Beispiel hier im Bereich Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, beziehungsweise auch hier drüben, seht ihr hier auch in dem Bereich. Und hier unten in der Nähe von Stuttgart, hier Bayern, auch ein bisschen aktiv, seht ihr auch hier nochmal. Ja, also von daher, ihr seht ja auch, und hier, die im Norden angesiedelt sind, von euch werden natürlich weniger Rewards bekommen, wie die jetzt so im Mittelbereich aktiv sind sozusagen. Aber ich hatte es euch eben ja schon mal erklärt, bei Quakecore geht es halt eben nicht darum, um jetzt damit effektiv Geld zu verdienen, sondern Quakecore ist ein Projekt, womit Leben gerettet werden sollen, beziehungsweise Frühwarnsystem. Hier steht das Ganze mit den Token, was man damit effektiv verdienen kann. Meines Erachtens nach an der zweiten Stelle. Ja, und jeder sollte halt eben auch selbst entscheiden, ob er mitmacht. Ich bin der Meinung, 149 € ist wirklich ein guter Preis. Ja, das heißt,
Das ist ein Gerät. Wir gucken mal, wir werden uns definitiv auch eins bestellen. Vielleicht ist ja Quakecore so nett und schickt uns mal so ein Gerät, sage ich jetzt mal. Und da wird man das natürlich für euch auch nochmal reviewen. Ihr seht es hier nochmal. Ja, von daher sollte allerdings jeder selber entscheiden, ob er einsteigt oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache. Wir sind auf jeden Fall mit am Start. Ja, und wie gesagt, guckt es euch an. Quakecore.com ist die Website. 149 Euro kostet das Gerät. Schaut es euch an, steigt mit ein, rettet Leben mit diesem Projekt. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bis später. Ciao.